Das ist das große Problem mit den Akkuwerkzeugen. Ich habe mir jetzt endlich mal Qualität gekauft, einen schönen Bosch Akku-Winkelschleifer. Jetzt will ich diesen Winkelschleifer in Betrieb nehmen. Ich habe meine schönen Parkside-Akkus, mit denen ich wirklich sehr zufrieden bin. Versuche den Parkside-Akku hinten reinzustecken und der passt natürlich nicht. Und das ist sowas von ärgerlich. Jetzt brauche ich extra Bosch-Akkus, ich brauche ein Bosch-Ladegerät für die Akkus und das ist dann sowas von teuer. Und da ist natürlich immer die Frage, gibt es da nicht eine einfache Lösung, wie ich einen Akku für wirklich alle Geräte benutzen kann. Jetzt wird der eine oder andere sagen, es gibt eine Allianz. Ja, natürlich gibt es sowas. Bosch und dann kann ich Gardena zum Beispiel benutzen oder ähnliches. Es gibt da verschiedene Systeme, die untereinander kompatibel sind, aber meistens nicht die Systeme, die ich gerade nutzen will. Wenn ich jetzt zum Beispiel Bosch und Parkside nutzen will oder Bosch und Milwaukee oder ähnliches, dann passt das nicht. Und dafür gibt es eine ganz einfache Lösung. Es gibt Adapter. Adapter sind oft sehr, sehr verschrien, kosten um die 20 Euro bei eBay, kann man sich direkt aus China bestellen. Es gibt Leute, die lieben das, die sagen, das funktioniert perfekt. Andere erzählen wahre Horrorgeschichten. Ich wollte das Ganze mal genau wissen. Ich habe jetzt einfach mir einen Adapter besorgt, habe den Adapter angeschlossen und mein Bosch Winkelschleifer, mein Bosch Akku-Winkelschleifer funktioniert mit diesem Akku. Ob das Ganze Vorteile hat, ob das Ganze Nachteile hat, das wollen wir in diesem Video herausfinden. Wir machen einen Leistungstest. Ich habe mich ein bisschen informiert und will diese Informationen an euch weitergeben. Auf den ersten Blick ist das natürlich ein absoluter Traum. Ich kann hier meinen Bosch Akku-Winkelschleifer benutzen. Im nächsten Moment klicke ich das Ganze um und kann innerhalb von Sekunden wieder meine Parkside-Akkugeräte benutzen. Habe hier zum Beispiel ganz normal meine Parkside-Akkubohrmaschine, habe hier meinen Parkside-Akku-Winkelschleifer und das ist natürlich ein absolutes Träumchen, wenn ich jetzt irgendwo im Geschäft ein Akkugerät sehe oder irgendwo in der Werbung ein Akkugerät sehe, dann brauche ich nicht mehr darauf zu achten, von welchem Hersteller ist das. Ich kann mir einfach einen günstigen Adapter kaufen und kann jedes Akkugerät mit jedem Akku benutzen. Aber Moment mal, 18 Volt und 20 Volt, ist das überhaupt kompatibel? Das sind im Prinzip genau die gleichen Zellen. Bosch und Parkside messen da nur völlig anders und kommen darum einmal auf 18 Volt und einmal aufgerundet auf 20 Volt. Es gibt dann oft die Behauptung, mit den Adaptern hat man weniger Leistung mit dem Gerät. Das wollte ich als erstes ausprobieren. Ich habe mir natürlich auch ein Original Bosch Akku besorgt. Ich habe hier Trennscheiben, schöne Millimeter-Trennscheiben. Wir werden jedes Mal eine neue benutzen. Und ich habe hier ein 4 mm Edelstahlrohr. Ich habe jedes Mal 2 Trennschnitte durchgeführt, habe natürlich auch immer das Ganze gefilmt und habe diese Filmaufnahmen 100%ig übereinander gelegt. Und man sieht, mit beiden Systemen funktioniert das. Links von euch aus gesehen ist der Parkside Akku im Einsatz, rechts ist der Original Bosch Akku im Einsatz und ich kann hier keinen Unterschied feststellen beim Arbeiten. Das muss ich mal so als kleines Feedback erstmal abgeben und das zweite ist von wegen, es ist 100%ig exakt. Also ich habe mich wirklich gewundert, wo ich das Ganze jetzt als Film zusammengeschnitten habe. Ich habe schon bemerkt, dass es relativ exakt oder relativ gleich ist, aber es ist wirklich 100%ig exakt. Man kann die Aufnahmen übereinander legen und ich kann hier, das ist schon mein erstes kleines Fazit, von der Leistung her keinen großartigen Unterschied oder überhaupt keinen Unterschied feststellen. Das heißt, wenn das oft behauptet wird, die Geräte haben dann weniger Leistung oder so, dann ist es das schon mal, was ich sagen kann, was ich nicht feststellen kann. Auch die Trennscheiben, das kann man hier auch sehen, sind 100%ig gleich abgenutzt und das ist auch ein weiterer Indikator dafür, dass die Leistung wirklich 100%ig gleich ist in dem Fall. Ich habe natürlich nicht nur den einen Schleiftest gemacht, ich habe hier ohne Ende geschliffen. Ich habe Phasen angeschliffen, habe Phasen wieder plan geschliffen und. Ich habe es mit beiden Akkus gemacht, ich kann keinen Unterschied feststellen. Das ist meine ganz klare Aussage, aber es gibt natürlich bei solchen Systemen auch gravierende Nachteile und die gucken wir uns jetzt an. Wo Licht ist, ist natürlich auch immer Schatten und so kann es natürlich auch hier zu Problemen kommen. Darüber wollen wir auch reden. Ich habe hier an diesem Adapter nur 2 Kontakte, habe aber an den meisten Akkus 4 Kontakte, habe an den Geräten 3 bis 4 Kontakte. Das ist bei jedem Hersteller so ein bisschen unterschiedlich. Und so ist es natürlich so, wir haben heutzutage ein modernes Akku-Management-System und das wird durch so einen Adapter gestört bzw. komplett rausgenommen.
Da muss man sich immer drüber im Klaren sein und das kann natürlich auch entscheidende Folgen haben. Gravierendste Folge könnte sein, dass so ein Akku sich zu tief entlädt und dann hinterher relativ schnell kaputt ist. Sagen aber viele Experten, das ist Blödsinn, das merkt der Akku selber, wenn er irgendwo zu tief entladen ist und gibt dann keine Energie mehr ab. Wichtig sind die verschiedensten Sicherheitssysteme. Das heißt, wenn der Akku entfernt war, das Gerät noch eingeschaltet ist und man steckt den Akku wieder rein, dann geht das Gerät nicht an. Das ist ein wichtiger Faktor. Und genauso ist es, wenn ich stark drücke, dann geht das Gerät verkantet irgendwann oder denkt, es ist verkantet und geht dann ganz normal aus. Also da merkt man keine Unterschiede. Was man natürlich merkt, man kann mit so einem Adapter so einen Akku nicht laden. Ich habe das ausprobiert, es funktioniert einfach nicht. Die Kommunikation ist gestört und dementsprechend lädt das Gerät den leeren Akku nicht. Wenn ich das wieder tausche und den Bosch-Akku nehme, wird er sofort geladen. Genauso ist es, wenn ich den Parkside-Akku auf mein Parkside-Ladegerät packe, dann wird er auch geladen. Außerdem gibt es natürlich so Systeme, wo man mit mehr Leistung arbeitet. Es gibt verschiedene Systeme, wo man heute mit einer App auf das Akkugerät zugreifen kann. Da ist die Kommunikation natürlich dann auch oft gestört. Das heißt, ich kann bei einem Bosch-Gerät teilweise wohl auch verschiedene Einstellungen vornehmen, kenne ich mich aber nicht so aus. Ich habe es zum Beispiel bei den Parkside-Geräten, da kann ich die Drehzahl begrenzen bei manchen Geräten. Das kann ich dann hier mit so einem Akkusystem auch nicht mehr machen. Da habe ich also entscheidende Nachteile. Was ich nicht feststellen konnte, ist, dass der Akku in irgendeiner Form warm geworden ist. Ich habe auch ein bisschen recherchiert, ob ich einen dokumentierten Fall finde, dass hier wirklich irgendwo eine Werkstatt abgebrannt ist. Das konnte ich auch nicht feststellen. Also es gibt keinen dokumentierten Fall, wo so ein Adapter irgendwo schuld sein soll. Wenn jemand so einen Fall kennt, und ich weiß, solche Kommentare werden kommen, dann soll er den bitte mit einem Quellenhinweis an mich schicken. Dann werde ich sowas natürlich auch veröffentlichen, werde sowas nachreichen. Aber wie gesagt, ich konnte sowas nicht finden. Ich glaube, das sind irgendwelche Horrormärchen, die werden dann in irgendwelchen Foren irgendwo im Internet verbreitet oder so, aber man kann es wirklich nicht feststellen, man kann es nicht nachweisen. Es gibt keine dokumentierten Fälle, die ich feststellen konnte. So muss ich ganz klar für mich das Fazit ziehen und das ist wichtig. Es ist mein persönliches Fazit auf meinem persönlichen YouTube-Kanal. Ich konnte damit mit einem Parkside-Akku, mit einem Bosch-Gerät sehr, sehr gut arbeiten. Ich habe mich mit verschiedenen Leuten ausgetauscht, die relativ häufig solche Adapter benutzen, die auch sehr zufrieden sind, keine negativen Erfahrungen haben, auch über lange Zeit. Das Managementsystem ist natürlich in irgendeiner Form gestört. Da ist immer die Frage, wo einen das interessiert. Mich hat es jetzt beim Arbeiten mit dem Winkelschleifer nicht interessiert. Die Leistungen waren 100% identisch. Ich habe wirklich viel geschliffen. Die Sicherheitsfunktionen waren intakt. Das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Und so kann ich euch wirklich mitgeben, von wegen so ein Adapter ist sicherlich nicht die Lösung, die man dauerhaft nutzen sollte oder die ich nicht dauerhaft nutzen werde. Aber wenn man mal gelegentlich sich ein anderes Gerät kauft auf einem anderen Akkusystem, dann kann man sowas durchaus nutzen. Wenn man sich sowas kaufen will, ganz einfach bei eBay nachgucken, da findet man die verschiedensten Anbieter, einfach Akkuadapter und dann wirklich darauf achten, dass man da auch den richtigen Adapter kauft. Das wird meistens relativ gut beschrieben. Das sind immer Adapter, die sind meistens 3D gedruckt. Mittlerweile gibt es die auch schon direkt aus China, dass man sich die da bestellt. Was da nun besser ist, kann ich nicht bewerten. Ich kann nur meinen Adapter bewerten und mir hat das Arbeiten damit mit dem Bosch Akku-Winkelschleifer viel, viel Spaß gemacht. Ich habe diesen Bosch Akku-Winkelschleifer noch ein bisschen und da werde ich natürlich noch einen kleinen Test machen. Da könnt ihr euch noch auf ein spannendes Video freuen. In diesem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß beim Schweißen. In der Beschreibung verlinke ich immer interessante Sachen zum Schweißen, zum Schleifen und so weiter. Bis dann, euer Manni.